Wenn du wissen willst, wann die Web-App sehr wahrscheinlich gelauncht wird und wie du diese Web-App-Phase für dich nutzen kannst, um einen perfekten Start in EA Sports FC 24 zu haben, dann bleib unbedingt bis zum Ende des Videos dran, damit dir das gelingen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, erlaubt alle Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und klickt auf den Like-Button, wenn es euch gefällt. Damit du einen perfekten Überblick hast, welche Themen wir in diesem Zusammenhang behandeln, werde ich darauf jetzt eingehen. Als erstes schauen wir uns, wann sehr wahrscheinlich die Web-App gelauncht wird, welche Starternationen du wählen solltest und warum. Dann gebe ich dir einen Tipp, wie du tägliche Bonis in der Web-App erhalten kannst. Dann gehe ich darauf ein, was Squad-Building-Challenges am Anfang in der Web-App für dich eventuell bedeuten könnten und ob sie eventuell sinnvoll sein könnten. Und der wahrscheinlich wichtigste Part am Ende, wie du den Transfermarkt für dich nutzen kannst, denn am Anfang von EA Sports FC 24, wenn du nicht reinpayst, sind natürlich die Münzen, die essentiell wichtig sind, um gut reinstarten zu können. Wenn dir der Content bisher gefällt, dann rate ich dir unbedingt, zu meinen Livestreams vorbeizuschauen. Die Streamzeiten findet ihr immer auf dem Community-Tab oder auf dem Discord-Kanal. Ich freue mich, wenn ihr dazu stoßt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Dann gucken wir uns mal an, wann wahrscheinlich die Web-App gelauncht werden wird, weil der offizielle Release ist ja noch nicht bekannt gegeben. Aber wenn wir uns mal hier in FIFA 23 anschauen, wann die Web-App gelauncht wurde, dann können wir schon sehr genau deuten, wann die Web-App dieses Jahr sehr wahrscheinlich auch gelauncht wird. Denn der erste wichtige Punkt, auf den ihr achten solltet: am 16. September letzten Jahres wurde die FUT 22 Web-App, also die Web-App vom Vorgänger, deaktiviert. Und das ist schon der erste Alarmpunkt, der bei euch im Kopf erscheinen sollte. Wenn ihr merkt, dass vor allem die Companion-App oder die Web-App nicht mehr verfügbar sein sollte, also die FIFA 23 Web-App, dann ist es schon mal ein Hinweis darauf, dass der Launch der Web-App vorbereitet wird. Und letzte Mal war der offizielle Web-App 23 Launch am 21. September. Und wenn wir uns nochmal anschauen, letztes Jahr bei FIFA 23 war der offizielle Launch der 30. September. Somit ist die Web-App 9 Tage früher erschienen. Und wenn man auf die vorigen Jahre schaut, war das auch immer ungefähr 9 Tage, 10 Tage bevor der offizielle Release war. Und deswegen glaube ich, da ja dieses Jahr der offizielle Release der 29. September ist, deswegen gehe ich davon aus, dass am 20. September die Web-App dieses Jahr gelauncht wird. Das wäre dann ein Mittwoch. Also schreibt euch schon mal den 20. September unbedingt in euren Kalender. Es kann aber auch sein, dass das einen Tag früher oder einen Tag später passiert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in diesem Zeitraum passieren wird und ihr euch da schon mal drauf vorbereiten solltet, dass die Web-App gelauncht wird. Weil die Uhrzeit auch immer ein wichtiger Faktor ist. Meistens war es so, dass die Web-App gegen 19 Uhr, 20 Uhr gelauncht wird, also deutscher Zeit in dem Fall. Deswegen solltet ihr dort bereit sein, auf den Link der Web-App sozusagen gehen und immer wieder aktualisieren. Ihr kennt es, immer wieder aktualisieren, denn wir alle kennen es, dass die Server natürlich da hardcore überlastet werden sollen und du hardcore Anmeldeprobleme hast oder teilweise sogar wieder aus der Web-App rausfliegst, wenn du es wieder geschafft hast. Also plane da auch nochmal 1 bis 2 Stunden Verzögerung ein, ehe du wirklich in die Web-App hineinkommst und auch drin bleiben kannst. Und dann kommen wir auch zu dem nächsten wichtigen Punkt, und zwar letztes Jahr wurde am 22. September dann die FUT 23 Begleit-App veröffentlicht. Das ist sozusagen die mobile Variante, die ihr im App Store dann downloaden könnt, beziehungsweise es ist meistens so, dass ihr dann einfach die alte Web-App-Variante, also FUT 23, dafür ein Update gibt und dann sozusagen die FUT 24 App dadurch hinterlegt ist. Und diese mobile Version spielt auf jeden Fall noch einen wichtigen Punkt, worauf ich noch gleich eingehen werde. Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord Server. Dort ist die Core-Basis meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise. Ich freue mich dort, dich anzutreffen.
Also schreib dort rein. So, dann gehen wir jetzt auch davon aus, du hast es endlich in die Web-App geschafft und bist sozusagen in deinem Verein angekommen. Dort ist es dann meistens so, und das wird auch dieses Jahr nicht anders sein, dass du nun eine Nation auswählen kannst, sozusagen deine Starternation, und dann bekommst du Spieler aus dieser Nation sozusagen für dein erstes Team, dein erstes Spielermaterial. Meistens sind die Spieler aber untradable, sodass sie den nicht viel nutzen, höchstens dann später für die SBCs, wo ich noch gleich drauf eingehe. Und vor allem bei der Nationenauswahl ist es auch sehr wichtig, mehr auf die großen Nationen zu achten. Ich kann da Brasilien, England, Frankreich, Deutschland und auch Spanien empfehlen, denn dort ist, sage ich mal, in der Breite, und weil du natürlich auch nicht die Superstars in den Packs bzw. von Anfang an bekommst, ist es meistens auch so, dass dann vor allem die zweite Liga oder dritte Liga der jeweiligen Nationen dort die meisten Spieler sind und du dann meistens sogar schon viele Spieler mit gleicher Nation und gleicher Liga von Anfang an hast, die dann für die SBCs wichtig werden können. Wie gesagt, und dann wirst du außerdem noch Heim- und Auswärtstrikot und natürlich ein Wappen für deinen Verein auswählen können, was einfach deinen Belieben denn entspricht. Und wenn du das alles eingestellt hast und FIFA 23 relativ viel gespielt hast, dann wirst du von EA nochmal einen Treuebonus bekommen in Form von Packs, die wahrscheinlich sogar tradable sein werden, und eventuell auch von Münzen oder Münzboosts, die dann für Early Access wichtig werden könnten. Und ein weiterer Tipp für den Start in EA Sports FC 24 Web App ist, dass ihr natürlich die Squad Building Challenges in der Web App schon machen könnt, und da gibt es natürlich wie jedes Jahr immer die Grundlagen SBCs, die ihr sowieso abschließen müsst, um dann später die Haupt-SBCs überhaupt abschließen zu können, die EA mit der Zeit rausbringt. Und wie gesagt, da ihr schon eine Nation ausgewählt habt, wo sehr wahrscheinlich viele Spieler die gleiche Nation natürlich haben und eventuell auch eine gleiche Liga, könnt ihr teilweise mit diesen Spielern, die untrade sind, diese direkt in die Grundlagen-SBCs reinhauen, diese abschließen. Dann bekommt ihr auch nochmal Rewards-Packs, die sehr wahrscheinlich trotzdem untradable sein werden, aber die könnt ihr dann wiederum eventuell in nächste SBCs reinhauen, um wieder Packs zu bekommen. Wenn EA gönnen sollte, wovon erstmal nicht auszugehen ist, könnten diese Packs eventuell auch tradable sein, was natürlich euch nochmal einen ganz anderen Vorteil verschafft, worauf wir zum Ende hin des Videos nochmal eingehen werden. Nun kommen wir zu einem weiteren sehr wichtigen Tipp, und das rate ich wirklich jeden von euch zu machen. Denn es war bisher immer so, wenn ihr euch täglich in die Web-App bzw. in die mobile Version der Web-App auf eurem Handy eingeloggt habt, täglich, habt ihr noch tägliche Login-Rewards bekommen. Diese waren entweder Münzen oder Packs. Und diese können eventuell auch extrem wichtig sein, damit euch der Start gelingt. Also verpasst auf jeden Fall nicht, euch jeden Tag einzuloggen, denn dort bekommt ihr kostenlose Rewards, die eventuell euch ein Stück weiterbringen können. Also unbedingt täglich anmelden. Denn das hat mit dem Hauptfeature der Web-App zu tun, die euch sowas von den Start in EA Sports FC 24 pushen kann, nämlich der Transfermarkt. Nämlich teilweise sind die Packs, die aus diesen Anmelde-Rewards, worauf ich eben eingegangen bin, tradable. Das heißt, diese Spieler könnt ihr direkt auf dem Transfermarkt verkaufen. Achtet natürlich darauf, wie der Markt sich so entwickelt, aber seid auch vor allem am Anfang der Web-App nicht zu gierig. Nehmt nicht zu hohe Preise, sondern geht eher sogar ein bisschen mit den Preisen runter, dass diese Spieler verkauft werden, weil ihr am Anfang einen schnellen Münzfluss haben wollt und den direkt wieder reinvestieren könnt und dadurch dann letztlich euer erstes Budget für euer erstes Team oder weitere Möglichkeiten für den Early Access dann erspielen könnt. Also seid dort auf jeden Fall nicht zu gierig mit den Preisen, sondern geht vielleicht sogar ein bisschen mehr runter mit den Preisen, damit ihr schnell Münzfluss haben könnt. Wie gesagt, und wenn ihr dann durch die Anmelde-Rewards eventuell sogar Münzen erhaltet habt oder halt die ersten Spieler verkauft habt, dann nutzt dieses Münzbudget dafür und sucht nach relativ guten Non-Rare-Gold-Karten meistens, würde ich euch empfehlen, die so 300 bis 350 Münzen kosten, die du auch für 300 bis 350 mit Beacon, sage ich mal, gewinnen kannst. Natürlich wirst du nicht jede Karte bekommen, aber probier es so ungefähr in diesem Dreh, die Spieler zu bekommen. Wie gesagt, achte darauf, dass sie relativ gute Werte haben, sodass, wenn du die Karte dir anschaust,
dass du dann halt schaust, könnte diese Karte eventuell in einem Starterteam gespielt werden von den Werten her. Und es gibt immer ein paar Karten und variiere auch von Defensive, Mittelfeld und Sturm. Vor allem natürlich Angriffsleute sind meistens noch ein bisschen besser zu verkaufen, aber variiere da auch, dass du nicht nur Stürmer nimmst oder nicht nur Verteidiger nimmst, um halt auch ein bisschen Variation zu bekommen, vor allem falls eventuell eine Karte doch nicht so gut performen sollte beim Verkauf. Und dann, wenn ihr die für 300, 350 Münzen gekauft habt, dann verkauft die danach direkt, aber für 100 bis 150 Münzen mehr. Also für 400 bis 500 Münzen dann verkaufen, sodass ihr, wenn ihr die verkauft bekommt, und das wird sehr häufig der Fall sein, dann macht ihr pro Karte so mit Abzug der Gebühren 50 bis 100 Münzen Gewinn, und diesen Gewinn, den ihr dann erwirtschaftet, reinvestiert ihr direkt wieder in solche Karten, und so könnt ihr euch am Anfang, je nachdem wie exzessiv ihr es betreibt, 5.000 bis 20.000 Münzen bis zum Release erwirtschaften, was euch ein sehr solides Fundament für euer erstes Team plus dann natürlich eure Ingame Rewards, die ihr durch Early Access oder dann ab dem Release erhaltet. Wie gesagt, und da wir jetzt von diesem 5.000 bis 20.000 Münzen Budget gesprochen haben, was ihr natürlich dafür nutzen könnt, um euer Starterteam, euer erstes Team ins Leben zu rufen, werde ich auch noch dazu zu eurem Starterteam, worauf ihr achten solltet, was die Gefahren sind, was die Vorteile sind und Tipps und Tricks zu deinem Starterteam. Dazu werde ich auch noch ein Video machen. Deswegen behalt unbedingt diese Playlist hier im Auge, denn dort werde ich das Video posten. Am besten ist natürlich, wenn du jetzt den Kanal abonnierst, dann wirst du auf jeden Fall benachrichtigt, wenn das neue Video kommt, beziehungsweise wenn dann auch die Livestreams vor allem im Early Access beginnen, also schau dort gerne vorbei. Noch ein weiterer Tipp für die Web-App-Phase ist, dass ihr wirklich versuchen solltet, wirklich jede Stunde auf die Web-App nochmal zu kommen und alle Objekte, die sozusagen ausgelaufen sind, weil wenn ihr die Leute auf die Transferliste stellt, was ich auch raten würde, stellt ein, dass ihr die für eine Stunde auf den Transfermarkt stellt, und wenn die halt nach einer Stunde dann abgelaufen sind, dass ihr sozusagen jede Stunde wiederkommt und die nicht verkauft wurden, wieder auf den Transfermarkt stellt. Und wenn ihr Leute verkauft habt, natürlich dann das Budget, wenn es für einen neuen Spieler reichen sollte, direkt wieder in einen neuen Spieler investiert und diesen ebenfalls wieder auf die Transferliste stellt. Denn so könnt ihr deutlich mehr rausholen, als wenn ihr eventuell nur einmal, zweimal täglich die Spieler immer wieder neu raufstellt, und das kann wirklich einen großen Effekt haben auf die Dauer, 5 bis 7 Tage, bis der Release erscheint. Also immer wieder am besten jede Stunde vorbeischauen und die Spieler auf den Transfermarkt stellen. Ich denke, wenn du diese Tipps berücksichtigst, würde der Start in EA Sports FC 24 gut gelingen. Schreib gerne auch noch deine Tipps und Tricks für den Start in die Web-App ein. Es würde mich auch sehr interessieren, wie du da immer rangehst und worauf du achtest. Und wenn dir es gefallen hat, abonniere den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Like und teile das Video, damit andere EA Sports FC 24 Freunde ebenfalls der Start in die EA Sports FC 24 Saison gelingen kann. Zum Schluss sage ich wieder, Welcome to the New Age. Ciao.